Liebe Studierende, ein herzliches Willkommen zur virtuellen Akademie Nachhaltigkeit und hier der Vorlesung Transition Management. Heute möchte ich Ihnen einen Einblick in die Theorie des Transition Managements geben und möchte das entlang der gerade gezeigten Gliederung und Struktur machen. Ihnen einmal aufzeigen, wo und wie hat sich eigentlich diese Theorie zum Transition Management entwickelt, insbesondere ausgehend von einer sehr intensiven Forschung in den Niederlanden, und danach Ihnen einige der Schlüsselkonzepte des Transition Managements vorstellen. Dazu gehört die Multilevel-Perspektive, dazu gehört die Unterscheidung von unterschiedlichen Transition-Phasen, Mustern und auch Veränderungspfaden und das Konzept des Transition-Zyklus. Und Sie werden sehen, dass sich mit diesen drei Basiskonzepten sehr, sehr gut Übergangsprozesse zu einer nachhaltigen Entwicklung beschreiben lassen und dass Ihnen diese Bezugsrahmen vermutlich auch helfen, sehr unterschiedliche Situationen, solche Übergänge nochmal in einer neuen Form zu rahmen. Zum Ende der Vorlesung möchte ich das, was ich Ihnen zeige, einbetten in die Frage, welcher Typus von Wissenschaft steckt eigentlich dahinter. Und Sie werden sehen, dass mit der Idee der Transdisziplinarität in ganz bestimmter Form von Forschungsmodus verbunden ist, der auch die Rolle von Wissenschaft durchaus in neuer Form rahmt. Und das soll dann auch den Abschluss der Vorlesung bilden, Ihnen die Idee von dieser neuen Form des Forschungsverständnisses zu geben. Was ist Transition Management aus einer konzeptionellen Sicht? Und um davon einen Eindruck zu bekommen, möchte ich gerne mit Ihnen einen kleinen Videoausschnitt anschauen, der einen der zentralen Vordenker des Transition Managements, Dirk Lorbach, zeigt. Good, Dirk. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. So let's talk a little about transitions and transformations. Can you tell me a little about what transition management is, really? Yes, sure. Well, transition management basically is two things. On the one side, it's a governance theory, as we call it, on how to organize radical social change on the long run. So it's really about a scientific effort or endeavor of coming up with ideas on how to deal with these really fundamental, complex, persistent sustainability problems in society. On the other hand, it's a sort of a label for all sorts of policy and societal experiments in practice on how to actually organize it. Which means that on a very concrete level within specific sectors or cities, all these experiments with new types of governance approaches are being implemented, which feed back into the theory. So on the one hand it's a theory, on the other hand it's sort of an emerging innovative practice. Mm. Do you have any particular examples of where you're applying transition management? Sure, it's as I said, it's a sort of a generic idea or theory on how to deal with radical social change. In the Netherlands, we're applying it in a number of sectors, like the energy sector, like the water management area, but also in the area of healthcare and education, for example. But more and more also on the level of cities or regions, and then the transition or the change becomes a sort of an integrated issue of multiple transitions coming together in one place. And as an example, for example, in the healthcare situation, usually what you see in a lot of sectors, but also in a lot of regions, is that the dominant way of thinking about future development is in terms of optimization, so in terms of improving what is already there. In terms of healthcare, it's about becoming more efficient, cost effective, which always leads to more bureaucratic systems, more bureaucracy, more regulations, more indicators, more targets, and so on. And what we're trying to achieve is, with the transition management approach, is to create space for alternative models with radically different system configurations. So it's not about becoming more efficient,
but it's trying out new, more effective models of, for example, interdisciplinary healthcare provision on a local scale. And maybe it helps if I give some practical examples of what that means. For example, here in the city of Rotterdam, there's a lot of younger people in lower income classes that have multiple problems. So they have problems at home, they have problems at school, they have problems with the police, they maybe have mental problems or physical problems. And in the Netherlands, the healthcare is organized so that there are a number of different institutions or organizations responsible for providing a part of this healthcare. And the normal policy is about how these individuals are guided as efficiently as possible through these different institutions. One of the transition experiments here is about first establishing a personal contact with an individual person, a young guy or girl, trying to assess the complexity of the problems he is facing, and then organizing the healthcare provision around that. So bringing together a multidisciplinary team of a psychiatrist, a youth worker, someone from the Justice Department. And this is very difficult because all these different subdisciplines are financed separately, they have different regulations, etc. So this illustrates that on a small scale it's already hard to experiment with a different form of healthcare provision, while at the system level people might say, okay, we have a fundamental problem and we need to go for a new direction. And the transition management approach is about trying to link up these two, so the local experiments and the big stories and the big visions about the future. Well, that's great, Dirk. I've been thinking, I mean, within other communities, for example, the resilience community, people talk about transformations, which sounds very similar to transitions. Yes. Would you say these are different approaches, or are they very, very similar? They are similar, but there are also some fundamental differences, and I see them basically as complementary. For us, from a transition perspective, a transition is a sort of, we've called it an evolutionary revolution. So it's a long-term radical change, but it's non-linear. So we use the S-shaped curve, which is it's a simplification, but in essence it's sort of a change from one system state to the other, whereas transformation in our jargon is more a gradual change, which could lead you to a different system state, but also to an optimization of the existing system. I know it's also used as synonymous, so that's not really a very important point for me, the difference between transition and transformation. What's more important for me is sort of the conceptual differences between transitions and resilience, and also the similarities. As I see it, transitions work started from sort of the social perspective, from sort of the assumption and the acknowledgement that there are complex, persistent problems in society, in how we are organized and how we are functioning, that are sort of a barrier for sustainability. So it's about breaking through and breaking down, in a sense, these social structures, at the same time that you build up new ones. In my perception, the resilience community much more comes from an ecosystem perspective, and from the need to find ways to maintain the ecosystem diversity or strength that we have. So basically, in that sense, the transitions movement and development started from the idea of breaking through regimes, as we call it, that are resisting change, and the resilience community started from sort of how can we conserve or maintain the existing values and ecosystems that we have.
what you see over the last 5 or 10 years is that these communities have started to move towards each other. So from the transitions perspective, it's also about trying to maintain the good qualities that we have, and it's also trying to work with, again, what we call the regime, so the existing institutions and powers, at least those that are willing to change, to sort of transform. And from the resilience community, you see much more research now also exploring the social dimensions and also thinking about how to create change on the social side of these systems to maintain the ecosystem diversity or strength that you want to maintain or sustain. So now, moving away from theory now more into policy, I mean, based on your insights from the Netherlands and probably other countries, how can policy and policymakers support these sort of transitions towards sustainability? Well, it's a very good but also a very broad question. We always translate it in terms of space. So what policy can do is they can create space in multiple meanings. So mental space, financial space, regulatory space, institutional space. More specifically, what I mean by that is that the way that, at least in developed and Western countries, policy has evolved is that it is in a mode of developing policy or solutions or regulations for social problems. In terms of transitions and transformation, we don't know, we are not able to plan the future. We are not able to say this is a sustainable society or ecosystem or water system or healthcare system. So we're making a blueprint plan for the next 20 years or 30 years and we're going to do it like that. So what they can do is create space for what we call the front runners in society at all sorts of levels that have new ideas, that are able to come up with new structures or arrangement or institutions, or can come up with concrete innovations, technological innovations or institutional innovations, to facilitate the process of sort of exploring and experimenting with these new future systems, or with what sustainability means in a sense. And this, in our experience, this requires a fundamentally different role from policy. They need to be able to, on the one hand, initiate these processes, but then become part of these search and learning processes as only one of the players. And this, well, this is terrifying for some, because then you start up engaging into an open process. You don't know where it's going. You don't know. You have no control over it, which is exactly what you want. But they also need to learn, policymakers, that not all solutions are given and not all problems are readily available. So they need to become part of these processes, and in the experimenting and learning processes also start reflecting on what they can do as a policymaker to, for example, change regulations or subsidy programs, or how to organize within the government internal interdisciplinary cooperation. Well, number of examples, but well, yes. Okay. Well, I think our time is up. Yes. Dirk, thanks a lot. You're welcome. Time. And I will probably see you in Amsterdam in December. I'll see you there. Wenn Sie sich das Interview und die Darstellung von Dirk Lorbach anschauen, sehen Sie einige grundlegende Elemente, wie dieses Konzept des Transition Managements theoretisch und konzeptionell eigentlich eingeordnet werden muss. Und das eine ist die leitende und zentrale Forschungsfrage, und die wurde von Dirk Lorbach ja sehr schön herausgearbeitet. Es geht letztlich um die Frage, unter welchen Bedingungen kommt es zu nachhaltigen Systeminnovationen und langfristigen Transformationen sozioökonomischer Systeme. Wenn man sich diese Frage genauer anschaut, steckt dort schon
der Kern des Transition Managements in einer sehr dichten Form drin. Nachhaltige Systeminnovation. Was bedeutet das? Das bedeutet eben der Blick nicht nur auf eine einzelne technologische Innovation, der Schritt vom heutigen Automobil zum Elektromobil oder von einer Energieerzeugung über klassische Kohlekraftwerke hin zu einer regenerativen Energieerzeugung. Das sind klassische technologische Transformationen. Wenn wir über Systeminnovation reden, meinen wir das Zusammenspiel unterschiedlicher technologischer Komponenten, aber auch Nutzungsmuster und Organisationsformen. Ein schönes Beispiel gerade aus dem Jahr 2011 ist die Einleitung einer umfassenden Energiewende in Deutschland. Eine Energiewende ist ein klassisches Beispiel für eine umfassende Systeminnovation, denn dort geht es um die Umstellung des kompletten Energiesystems in den nächsten 30 bis 40 Jahren. Und dafür müssen nicht nur die Erzeugungsstrukturen verändert werden, wir müssen den Sprung schaffen von Gas-, Kohlekraftwerken und insbesondere auch Kernkraftwerken hin zu einer regenerativen Energieerzeugung aus Wind, Sonne, Biogas und weiteren regenerativen Quellen, sondern wir müssen diese Formen der Energieerzeugung, die sehr viel dezentraler sind, koppeln mit neuen Formen der Steuerung. Und wir müssen insbesondere, um die Ziele zu erreichen, auch starke Fortschritte machen bei der Erhöhung der Energieeffizienz, um den Energieverbrauch insgesamt zu senken. Und da wird dann sehr schnell deutlich, da geht es um weit mehr als Technologie, sondern da geht es um verändertes Nutzer- und Verbraucherverhalten. Da geht es darum, dass zum Beispiel der Konsument selber, indem er Strom nur noch zu bestimmten Zeiten nutzt, zum Beispiel die Waschmaschine über Nacht laufen lässt, wenn der Strom günstiger ist, zunimmt zentralen und aktiven Moment in der Steuerung von dem künftigen Energiesystem wird. Und das verbirgt sich hinter diesem Begriff der Systeminnovation, der nachhaltigkeitsorientierten Systeminnovation, wenn Sie das Beispiel der Energiewende nehmen. Und das ist genau gemeint mit dem Begriff im zweiten Teil dieser Grundfrage, komplexe sozioökonomische Systeme. Und sozioökonomische Systeme sind solche Systeme, in denen technologische, soziale und ökonomische Aspekte zusammenspielen. Damit ist der Grundcharakter, die Hauptfrage der Transition-Forschung sehr gut gekennzeichnet. Um eine Theorie einzuordnen, ist eine zweite Dimension sehr wichtig. Die Frage, welche Konkretheit hat eigentlich eine entsprechende Theorie? Und da unterscheidet man in der Regel solche Theorien, große Theorien, die einen sehr allgemeinen, abstrakten Gedankenapparat zur Verfügung stellen, aber in der Regel nicht geeignet sind, daraus dann auch detaillierte Empfehlungen abzuleiten. Wir haben in den Sozialwissenschaften zum Beispiel solche großen Theorien wie die soziologische Systemtheorie. Und auf der anderen Seite haben wir sehr handfeste und konkrete instrumentelle Ansätze, mit denen ich zum Beispiel im Rahmen des betriebswirtschaftlichen Kalküls den optimalen Investitionszeitpunkt bei einer Investitionsentscheidung ausrechnen kann oder die ideale Zinshöhe, um eine solche Investition zu tätigen. Und dazwischen bewegt sich etwas, was wir hier im Bereich des Transition Managements haben, Theorien, die uns Konzepte in die Hand geben, ein sehr, sehr komplexes Phänomen in geeigneter Form vorzustrukturieren, so dass es möglich wird, diese komplexe Aufgabe in einer Form dann auch durch sehr viel konkretere und instrumentelle Ansätze so zu bearbeiten, dass daraus Handlungsempfehlungen im einzelnen Bereich abzuleiten sind. Und in diesem Feld einer Theorie mittlerer Reichweite bewegt sich der Transition-Ansatz. Wir werden das gleich sehen, wenn wir auf die unterschiedlichen Theorieelemente eingehen. Und einen solchen Ansatz zeichnet eben aus, dass er die Reflexivität stärkt, das heißt, es uns ermöglicht, nochmal ganz anders über so eine Frage wie einer sozioökonomischen und soziotechnischen Innovation nachzudenken und durchaus Handlungswege aufzeigt, ohne die immer wieder im Detail zu konkretisieren. Und auch das wird bei der Vorstellung der einzelnen Konzepte gleich deutlich werden.
Sie werden ebenfalls sehen, und das ist eine besondere Stärke auch dieses Ansatzes, dass er die Erkenntnisse sehr unterschiedlicher Disziplinen in sich integriert und damit zu einem Dach verschiedener disziplinärer Zugänge aus dem Bereich der Innovationsforschung, der Technologieforschung, aber auch Ansätzen der ökonomischen Forschung wie der Evolutionsökonomik, der politikwissenschaftlichen Governance-Forschung und der klassischen Systemtheorie aufgreift und zu einem integrierten Konzept zusammenführt. Dieser Ansatz des Transition Managements ist ursprünglich in den Niederlanden entstanden und wurde ab Ende der 90er Jahre bis in das Jahr 2010 in einem sehr, sehr großen Verbundprojekt in den Niederlanden entwickelt, an dem eine ganze Reihe an Hochschulen und Forschungseinrichtungen vertreten waren und hat sich dann seit Ende der Nullerjahre, ab Mitte 2005, 2006 auch zunehmend international verbreitet, weil die Tragkraft dieses Ansatzes sowohl für die theoretische Debatte als auch für die ganz konkrete Gestaltung von Transition-Prozessen dazu geführt hat, dass immer mehr Forscherinnen und Forscher auch aus anderen Wissenschaftssystemen diesen Ansatz mit übernommen haben und ihn übertragen haben auf eine immer größere Zahl an Anwendungsfeldern. Transition-Studien in den Niederlanden und auch darüber hinaus sind entstanden für den Bereich der Energieforschung. Ich sprach die Energiewende in Deutschland an, auch die Analyse von Transformationen des Energiesystems in der Vergangenheit spielten eine wichtige Rolle in den niederländischen Projekten. Der Verkehrswende, also die Frage, wie wir unsere Mobilität anders und nachhaltiger organisieren können, des Ernährungs- und landwirtschaftlichen Versorgungssystems. Auch das ist ja ein Feld, in dem in den letzten 150 Jahren gewaltige Transformationen stattgefunden haben. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass vor gut 100 Jahren noch ein Großteil der Menschen in der Landwirtschaft arbeiteten und sich dies dann innerhalb von 100 Jahren radikal verändert hat. Aber durchaus auch die Veränderung von Infrastruktursystemen, wenn Sie so etwas anschauen, wie zum Beispiel die Wasserver- und Entsorgung als einer ganz wichtigen Infrastruktur für die Entwicklung von Industriegesellschaften. Auch darauf lässt sich der Transition Management Ansatz sehr gut übertragen. Und im weiteren Teil werde ich ja unter anderem dann auf Schlüsselkonzepte wie die Multilevel-Perspektive und das Transition Management, das heißt die ganz konkrete Gestaltung von Transition-Ansätzen im Konkreten eingehen. Wenn man sich nun die Entwicklung anschaut, dann ist das ein ganz interessanter Indikator zu sehen, wie ab Ende der 90er Jahre die Zahl der Publikationen im Feld erheblich zugenommen hat. Und eine solche Publikationsstatistik, wie Sie hier finden, ist einmal ein Beleg dafür, wie sich ein Ansatz ausdifferenziert, theoretisch immer gehaltvoller wird, aber wie er auch entsprechend auf Resonanz stößt, Doktoranden, andere Wissenschaftler fasziniert, die dann mit Forschungsprojekten in dem ähnlichen Feld tätig sind. Und der rasante Anstieg der Arbeiten ab den Jahren 2004, 2005, wie hier zu sehen ist, ein äußerst eindrucksvoller Beleg dafür. Und man kann, und das sehen Sie hier auf diesem nächsten Bild, sich auch anschauen, ab Ende der 90er Jahre hat sich über 10 Jahre auch in dem Ansatz konzeptionell sehr, sehr viel weiter entwickelt in der Beschreibung dieser komplexen Transition-Ansätze. Sie finden hier eine Übersicht von Schlüsselveröffentlichungen und Publikationen über die Jahre, die immer wieder neue zentrale empirische und konzeptionelle Elemente hinzugefügt haben und die eine sehr schöne Möglichkeit auch bieten, in den Ansatz tiefer einzusteigen. Ich möchte jetzt etwas vertiefter eingehen auf ein Schlüsselkonzept des Transition Managements und das ist die sogenannte Multi-Level-Perspektive, die ein ganz zentrales Element ist, um zu erklären, wie es eigentlich zu der Veränderung solcher komplexen soziotechnischen Systeme kommt. Und Sie sehen es an der Abbildung, das ist so eine der Standard- und immer wieder zitierten Abbildungen des Transition Managements, dass hier ein Konzept entwickelt wurde, das wahrlich adäquat erscheint, um Komplexität zu skizzieren und möchte Ihnen hinter dem, was auf den ersten Blick dann nur schwer durchschaubar scheint, die grundsätzliche Logik erläutern. Multilevel, das heißt mehrere Ebenen, sind der Schlüssel,
um die Veränderung komplexer soziotechnischer Systeme zu verstehen. Und es sind 3 zentrale Ebenen, die das Transition Management dabei unterscheidet. Das ist einmal auf der übergeordneten oberen Ebene die sogenannte Landscape. Das heißt, der Kreis an über lange Zeit äußerst konstanter Faktoren und Entwicklungslinien, die die Veränderung eines Systems beschreiben. Auf der Ebene darunter liegt das sogenannte Regime. Das sind institutionelle Strukturen, die sich auch in kürzeren Zeiträumen verändern können und in der Regel von Landscape-Faktoren beeinflusst werden. Und auf der untersten Ebene liegt die gesamte Nischenebene. Nischen, das heißt ganz konkrete Strategien, Handlungsansätze einzelner Akteure, die in dem System wirken und sowohl durch Landscape als auch Regimefaktoren beeinflusst werden, aber, und das werden wir sehen, die, wenn sie in einer bestimmten Form gestaltet werden, auch Einfluss haben können auf genau diese Regime. Das, was ich Ihnen jetzt hier abstrakt skizziert habe, lässt sich durchaus auf verschiedene Anwendungsfelder konkret übersetzen. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht, um etwas plastischer werden zu lassen, was sich hinter der Landscape, der Landschaft, der langfristigen Faktoren, dem Regime und der Nische verbirgt, und mache das am Beispiel von Verkehr in Städten. Wenn Sie sich den Verkehr in Städten anschauen, dann haben wir, um Verkehrsentwicklungen zu beschreiben, einmal genau mit solchen übergeordneten langfristigen Faktoren zu tun. Dazu gehören zum Beispiel die demografische Entwicklung. Es ist ganz klar, wenn wir eine Gesellschaft haben, die wächst, die erheblich wächst, hat das auch Auswirkungen auf den Verkehr. In der Regel werden dann auch die Verkehrs- und Mobilitätsbedürfnisse ansteigen. Aber es geht bei der demografischen Entwicklung nicht nur um die Menge, sondern auch die Struktur einer Bevölkerung. Wenn Sie eine Bevölkerung haben, die zunehmend älter wird, wie zum Beispiel die deutsche Bevölkerung, dann hat das Auswirkungen auf Mobilitätsmuster, weil in der Regel mit einem großen Anteil von über 70- und 80-Jährigen in der Bevölkerung nimmt der Anteil derjenigen, die noch selber und selbstständig Auto fährt, ab, und der Rückgriff auf öffentliche Verkehrsmittel oder auch Taxi gewinnt stärker an Bedeutung. Oder wenn Sie eine Bevölkerung haben, die ganz anders, sehr stark geprägt ist durch junge Menschen, hohe Geburtenrate und Wachstum hat, natürlich bei Menschen, die noch keinen eigenen Führerschein haben, einen sehr viel stärkeren Rückgriff auf öffentliche Verkehrsmittel, um sich fortzubewegen. Und dann spielen bei diesen übergeordneten Trends durchaus auch allgemeine gesellschaftliche Entwicklungen eine Rolle. Wir haben sehr lange eine hohe Bedeutung des Automobils als einem zentralen Statussymbol gehabt, sodass es für jeden Jugendlichen mit 18 völlig selbstverständlich war, den Führerschein zu machen und möglichst bald dann auch ein eigenes Auto zu erwerben. Und hier stellen wir, gerade auch in großen Städten und Metropolen, fest, dass sich im Hinblick auf die gesellschaftlichen Werte aktuell ein erheblicher Wandel vollzieht. Nehmen Sie Städte wie Berlin, in denen nimmt der Anteil der Jugendlichen, die auch mit 20, 25 noch gar keinen Führerschein besitzen, kontinuierlich zu. Und das Auto hat in dieser Altersgruppe als Statussymbol an Bedeutung verloren. Heute läuft die Markierung von Status sehr viel stärker, zum Beispiel über die Art des Smartphones, das man nutzt. Und zudem hat auch die Veränderung der Kommunikationsgewohnheiten dazu geführt, dass es weit attraktiver ist, sich mit Zug und öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt zu bewegen, weil es da dann auch möglich ist, weiter zu kommunizieren über diese Geräte, als mit dem Auto zu fahren, wo das unmöglich wird. Das sind Beispiele für solche Landscape-Faktoren, die ich immer wieder betrachten muss, wenn ich analysieren möchte, wie lässt sich ein Verkehrssystem ganz konkret verändern. Darunter habe ich die Rolle der Regime. Das sind dann Werthaltungen in einzelnen Gruppen. Ich habe ein Beispiel angesprochen, die Gruppe der Jugendlichen, die eben unmittelbar beeinflusst werden durch diese generellen gesellschaftlichen Trends. Das verändert sich aber zum Beispiel bei einer Bevölkerung in der Stadt dann eben anders als in der Bevölkerung auf dem Land. Es sind aber zu dem Regime gehören insbesondere auch Infrastrukturfaktoren, also die Frage, wie ist das das öffentliche Verkehrsnetz ausgebaut, wie ist eine Fahrradwegeinfrastruktur, das wären klassische Regimefaktoren, bis hin auch zur Versorgung mit bestimmten Kraftstoffen. Also die Diskussion darüber, ob es uns gelingt, die Mobilität in Zukunft stärker auf der Basis zum Beispiel von Wasserstoff oder Strom zu organisieren, Elektroautos, ist unter anderem auch dadurch beeinflusst, ob eine flächendeckende Versorgung zum Beispiel mit
Elektrotankstellen möglich ist und ich damit auch weitere Entfernungen mit einem solchen Automobil zurücklegen kann. Und dann gibt es im Verkehrsbereich eben das Nischen-Level. Und das sind einmal sehr konkrete technologische Entwicklungen, einzelne technologische Innovationen, wie die Entwicklung des Elektroautos oder Elektrofahrrads. Es sind aber auch ganz neue Formen von Geschäftsstrategien und Geschäftsmodellen. Nehmen Sie zum Beispiel die zunehmende Bedeutung von Carsharing, auch bei Automobilanbietern. Unternehmen wie Daimler, Benz, die vor kurzem eine Initiative Car2Go in Ulm gestartet haben, dort smart flächendeckend der Stadt zur Verfügung gestellt haben und dieses Modell jetzt auf andere Städte, unter anderem Hamburg und weitere, ausdehnen. Beispiel dafür, plötzlich ein einzelnes Unternehmen, eine Initiative, die es schon länger in anderen Nischen selbst organisiert gab, zu einem wichtigen Element seines Geschäftsmodells macht. Inzwischen sind Unternehmen wie BMW oder auch VW nachgezogen. Wenn Sie sich VW anschauen, das im Jahr 2011 ein ähnliches Angebot für die Stadt Hannover aufgebaut hat und noch plant, dies weiter auszudehnen. Hier wird schon sehr schnell deutlich, wenn Sie sich diese Ebenen anschauen, die stehen in einem unmittelbaren Verhältnis zueinander. Denn die Veränderung von gesellschaftlichen Trends und einer anderen Wertschätzung von Automobilität, gerade in Städten, führt dann dazu, dass Automobilhersteller auf solche Trends reagieren, wahrnehmen, dass Menschen nicht mehr unbedingt ein eigenes Auto besitzen wollen, sondern dann, wenn es passt, möglichst auf ein Auto zugreifen können. Und entsprechende Carsharing-Angebote, wie gerade skizziert, sind eine Möglichkeit, dieses zu ermöglichen. Ein anderes sehr schönes Beispiel, gerade für die Bedeutung von Regimefaktoren, ist die Betrachtung von Fahrradverkehr in Städten. Da haben Sie sehr große Unterschiede. Sie haben Städte, in denen der Fahrradverkehr heute noch nicht mal 1% ausmacht und andere Städte, in denen wir heute bei Raten sind, die bei 20, 25, 30% liegen. Und das wird oft sehr stark beeinflusst durch die Infrastrukturen. Das heißt, wenn es gelingt, Vorrangverkehr für Fahrradfahrer zu organisieren, eigene Fahrradstraßen, die den Fahrradfahrern Sicherheit geben, geeignete Ampelschaltungen, auch gute Park- und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, hat das erheblichen Einfluss darauf, welche konkreten Handlungsmuster und sich dann auch Nischenstrategien entsprechend entwickeln können. Ich hoffe, aus diesem Beispiel ist deutlich geworden, wie wichtig und wie wertvoll es ist, genau diese drei Ebenen zu unterscheiden und sich dann immer wieder anzusehen, in welchem Verhältnis befinden die sich und wie beeinflussen die sich bei Transformationsprozessen hin zu einer stärkeren nachhaltigen Ausrichtung des Mobilitäts-, des Energiesystems oder auch unserer Ernährungsgewohnheiten.